So, ich quäle mich jetzt hier den Berg hoch. 9 Kilometer langer Anstieg. Alles auf dem neuen Aeroad CFR. Ja, ist ein bisschen anstrengend bei der Hitze, aber dafür lockt dann die Abfahrt und die macht mit diesem Bike richtig Spaß. Also bis später. Ciao. Hi, ich bin der Harry von Rennrad News und ich sitze hier mit dem Lukas Bier von Canyon. Er ist Designingenieur für das neue Canyon Aeroad. Das wurde hier vorgestellt in Spanien und Lukas wird uns hier ein bisschen was zu dem neuen Bike erzählen. Lukas, du hast erzählt gestern bei der Präsentation, dass du sehr eng mit dem Team vernetzt bist, also mit euren Rennteams und auch zum Teil direkten Kontakt zu den Fahrern hast. Wie war das Feedback zu dem bisherigen Modell? Was haben die Jungs zu dir gesagt, was sie gerne geändert haben würden? Was haben die dir ins Lastenheft geschrieben für das neue Aeroad? Ja, hi Jan. Also ja, genau, wir sind in ziemlich engen Kontakt mit den Teams. Daher begleiten wir auch die Teams bei den Rennen und bekommen immer mal wieder Feedback. Das ist ein großes Bild, was sich dann für uns über die Zeit so formt. Und ja, das aktuelle Rad ist sehr gut angekommen. Ich meine, es gewinnt Rennen hier und da, Weltmeisterschaft, Paris-Roubaix, Sanremo etc. etc. Genau, das ist super schwer zu sagen. Wir haben ein Rad, was einfach schon extrem gut ist, was jetzt schon das schnellste Rad im Peloton ist. Schneller zu machen, besser zu machen. Was heißt besser? Das heißt, Feedback war, ich habe sehr viel mit den Mechanikern gesprochen, denen das Leben einfacher zu machen. Die Teams selber haben gesagt, jo, wir sind schon das schnellste Rad, das ist schnell genug, mach's leichter. Okay. Unser Anspruch ist ganz klar, das Rad muss robust sein, das muss Roubaix überleben, das muss echt was aushalten. Und wie machst du es dann wirklich leichter, weil der Rahmen kann nur so und so dünn werden. Das heißt, wir haben gesagt, wir machen das Rad noch schneller. Das Rad ist extrem nochmal optimiert worden auf Aerodynamik und den Teams die Chance zu geben, einfach geringere Felgenhöhen zu fahren, bei gleicher Aerodynamik dann im Vergleich zum aktuellen Rad. Das heißt, so ein bisschen mehr Wahlfreiheit zu geben und zu sagen, okay, wenn du jetzt bei gleicher Felgenhöhe bleibst, Alpecin mit Shimano C60, bist du mit Abstand das schnellste Rad im Peloton. Wenn es den Berg hoch geht, packst du 50 mm Felgen drauf und bist echt nochmal ein gutes Stück leichter geworden und machst nicht wirklich Abstriche in Aerodynamik. Das war so vor allem der große Wunsch von den Teams. Das heißt, das neue Aeroad mit 50er Felgen ist gleich schnell aerodynamisch praktisch wie der Vorgänger mit 60er Felgen war? Korrekt, genau. Okay, gut. Einige Unternehmen gehen den Weg und sagen, wir reduzieren unser Angebot an Bikes, wir bauen nur noch ein Rad. Gehen ein bisschen in der Aerodynamik Kompromisse ein, damit sie an das Gewichtslimit rankommen. War das für euch ein Thema für Canyon, dass ihr gesagt habt, oder gab es Überlegungen dazu, zu sagen, wir bauen auch nur noch ein Rad? Ich denke, es wäre ja mit einigen Einbußen in der Aerodynamik sicher möglich, das Rad an das UCI-Gewichtslimit ranzubringen von 6,8 Kilo. Habt ihr solche Überlegungen angestellt oder war es für euch klar, wir wollen das schnellste Bike im Peloton behalten und bleiben bei dieser Richtung? Absolut, also ganz klar. Wir haben Anspruch war schnellstes Rad im Peloton. Einfach so in der Richtung Technologieführer sein, sagen, okay, bei uns hast du den geringsten Luftwiderstand. Natürlich gibt es Diskussionen. Ne? Wir sehen, was andere Marken machen, aber wir haben ganz klar unsere Philosophie. Wir folgen der Philosophie zu sagen, okay, es gibt bei uns 2 Räder, es gibt bei uns einfach das leichte Rad. Du kriegst das Ultimate jetzt schon unter das UCI-Limit, aber das Aeroad ist das schnellste Rad, bleibt das schnellste Rad und wir machen dahingegen eben keine Kompromisse. Sagen, also das Rad, so wie es hier steht, kannst du mit knapp über 7 Kilo aufbauen. Das ist schon extrem leicht für so ein schnelles Fahrrad. Und das war für uns kein Diskussionspunkt, zu sagen, dass wir von dieser Richtung irgendwie abweichen. Nee. Okay. Aber ich glaube, es ist trotzdem etwas leichter geworden als der Vorgänger, oder? Ja, genau. Also im Frameset wir sprechen beim Rahmen von 30 Gramm. Bei der Gabel sprechen wir nochmal von 10 Gramm. Sattelstütze etwa gleich. Das neue Pacebar-System vorne
auch gleich. Also genau, das ist jetzt marginal. Okay. Du hast jetzt schon angesprochen, das neue Pacebar-System. Ja. Ihr habt ein neues Cockpit entwickelt. Also es ist von der Höhenverstellung ähnlich wie der Vorgänger, aber es gibt einige Neuheiten. Nicht nur diese Montagemöglichkeit für den Computer und auch für Aero-Auflieger, sondern ihr habt auch eine Möglichkeit, die Drops zu tauschen. Jetzt kannst du da mal kurz was dazu sagen. Genau, also die Überlegung gibt es schon was länger. Supertug wurde verboten im Rennen und wir sehen viele STI-Lever, die eingedreht wurden. Ja. Genau, wir hatten dieses Pacebar-System schon was länger im Kopf gehabt, haben dann damals beim Grey Lounge das Gear Groove zuerst gebracht. Das hatte sich zeitlich gut angeboten, haben währenddessen an dem Cockpit weitergearbeitet. Yeah. Genau, und haben jetzt so eine externe, interne Kabelverlegung. Das ist ein bisschen, muss man im Detail mit beschäftigen. Genau, aber du kannst die Dropbars tauschen. Das heißt, das bietet, also es hat einfach verschiedene Vorteile. Ne? Du kannst die neuen Aero-Dropbars, die bei den Profis gefahren werden, in gewissen Rennsituationen, bringen dich, wenn du gut auf dem Rad sitzt, einfach in eine noch aerodynamischere Position. Die STIs werden getiltet, ne? Wir haben einen Flare da drin, du kannst einfach sehr aerodynamisch sitzen für einen Breakaway, für eine Lead-Out-Position. Haben einen etwas längeren Reach, glaube ich. 10 mm längeren Reach, genau. Okay. So, und sind aber nach wie vor auch in der Breite verstellbar. Breite verstellbar, genau. Wir haben wieder die 3 Breitenverstellungen hier. Ja. Genau, das heißt, das ist das Schöne für die Profis, für die Teams. Je nach Rennsituation können sie die Dropbars relativ einfach tauschen und das ist das Schöne, ohne die Bremsleitung aufzumachen. Das heißt, Bartape runter, SDR runter, okay. Drop rein, Drop raus, Drop rein und das gleiche wieder zurück und dann hast du den neuen Drop drin. Für Kunden ist das Schöne, du kannst eben die Breiten verstellen und du kannst auch deine Position entsprechend dem Reach ein bisschen anpassen. Okay. Und das ist erst der Start. Also diese beiden Sachen haben wir jetzt im Angebot. So, man kann sich drüber nachdenken und kann sich, glaube ich, relativ gut vorstellen, dass dieses System uns einfach sehr viele Möglichkeiten bietet. Das heißt, es könnte sein, dass da auch noch weitere Lenkerformen auftauchen. Das ist möglich. Es wäre theoretisch denkbar. Okay. Ja, also der Riesenvorteil dabei ist natürlich, dass es funktioniert, ohne die Bremsleitung zu trennen. Das heißt, man kann das auch zu Hause machen. Ja. Ausgeliefert wird das Rad mit diesen klassischen Drops quasi und das Aero-Set gibt es im Zubehör zu kaufen. Genau, richtig. Okay. Ja, mit einer Anleitung zum Tausch. Okay. Genau. Kostet um die 200 Euro, glaube ich. 200 Keks, bisschen mehr als 200, 240, 220, so um den Dreh rum, genau. Okay. Dann ist eine ganz interessante Sache, wie ich finde. Du hast gestern erzählt, dass ihr euch Gedanken gemacht habt um die Mechaniker auch, die eine Bitte an euch hatten, und zwar eine ganz spezielle. Ja. Und du hast diese Bitte auch erfüllen können mit einem ganz interessanten Ansatz, wie ich finde. Ja, genau. Bitte war, macht uns das Leben einfacher. Und ich bin ja auch viel bei den Rennen dabei und im Servicekurs und sehe, wenn die Räder schnell mal umgebaut werden müssen, schnell mal eine Positionsanpassung, Spacer raus, Spacer rein, Sattelstütze etc. Und wir kennen das alle, so unser Berührungspunkt mit dem Rad ist, wenn wir nicht drauf sitzen, sind die Schrauben. Weil wir öffnen und schließen Schrauben, wir ziehen Sachen fest. So. Und das Leben einfacher gemacht. Wir haben alle Schrauben mit einem deutschen Familienunternehmen zusammen entwickelt. Die Schrauben kommen alle aus Deutschland, made in Germany. Höchste Qualität und haben nur einen Schraubenantrieb. Das heißt, alles, was man anfassen muss, um die Fahrposition auf dem Rad einzustellen, Sattel, Cockpit und auch FT und AD-Hänger für die Aufnahme von Schaltwerken und Umwerfer sind alles Torx 25 Schrauben mit extra tiefem Antrieb, extrem korrosionsbeständiger Oberflächenbeschichtung und man braucht quasi nur noch ein Bit. Okay, das heißt, ich muss nicht mehr ein möglichst großes Mini-Tool mitnehmen, wenn ich irgendwo längere Tour mache, sondern es reicht im Prinzip ein 25er Torx-Schlüssel. Es reicht, einen 25er Torx-Schlüssel mitzunehmen und ich mach's mal gerade, wenn du den vergessen hast, kannst du ja auch den Steckachsenhebel abnehmen und du hast deinen 25er Torx-Bit immer dabei. Das heißt, auch Minitool zu Hause vergessen. Ideal für mich, weil ich es gerne mal zu Hause vergessen. Genau, richtig. So. Das ist auch ganz nett. Cool. Das kam jetzt nicht von den Mechanikern, aber das war einfach, es bot sich an und sowas nehmen wir dann gern mit. Und sehr cool. Das kommt uns allen zugute. Und du hast noch was erzählt, was ich recht interessant finde. Du hast gesagt, ihr habt einen speziellen Lagersitz entwickelt und habt auch sehr viel Wert darauf gelegt,
dass das Bike sehr robust ist. Ja. Du hast ja gesagt, es wird Paris-Roubaix damit gefahren. Ja. Andere Teams machen das auch. Aber euch war es sehr wichtig, dass das Bike sehr lange hält und wenig Probleme macht. Absolut, genau. Das ist auch eine Anforderung der Mechaniker gewesen. Wir wissen alle, integrierte Kabel bedeuten, wenn man ein Steuerlager wechseln muss, einfach einen erheblichen Mehraufwand. Das ist ein Riesenaufwand. Und wir sehen das, wie viel die Teams einfach an diesen Steuersätzen dann doch wechseln müssen. Und wir haben gesagt, die Kabel sind integriert, das bleibt. Es sieht gut aus, es ist schnell, das ist einfach zeitgemäß. Nur was können wir besser machen? Und das heißt, wir haben den kompletten Steuersatz mit Acros neu entwickelt. Es gibt ein Acros Stainless Ceramic Hybrid Lager, der alle anderen Wettbewerber, was die Korrosionsbeständigkeit mit Abstand outperformt. Wir haben auf der Gabel selber mit einem deutschen Luft- und Raumfahrtzulieferer einen 0,5 mm den Titanlagersitz entwickelt, der einfach für eine unglaubliche Abriebsfestigkeit sorgt auf dem Lagersitz, einen extrem guten Fit, da schafft es keinen Dreck mehr irgendwie zwischen in irgendwelche Hohlräume und der gesamte Steuersatz ist oben und unten gedichtet, unten sogar doppelt, einfach gegen Dreck, Wasser, Schweiß eintritt. Und unten haben wir es sogar, war unser Anspruch zu sagen, das ist hochdruckreinigerfest, weil wir sehen, die Teams, das wird mit Hochdruckreiniger sauber gemacht. Man soll es nicht machen, ich mache es auch. Genau, und das heißt einfach, wir haben eine doppelte Radialdichtung unter dem unteren Steuerlager und haben einfach gesagt, okay, unser Approach zu sagen, wie gehen wir mit diesem Ding in Wechsel der Steuerlager ist, du brauchst deine Steuerlager einfach nicht mehr wechseln. Und das Ziel war ganz klar, dass ein Rad bei den Profis in der Saison hält und dann hält es bei uns allen deutlich länger. Das heißt, es soll ohne Steuerlagerwechsel die komplette Saison durchstehen? Das wäre ideal, genau. Cool. Klingt teuer, ist es irgendwie ein großer Kostenfaktor oder war das mehr Gehirnschmalz, das ihr investiert habt für diese Geschichte und ist es in der Fertigung kein Riesenthema? Also diese Dichtung, das ist ganz nett, die Lager werden das ist ein bisschen Produktionsgequatsche hier, die Lagersitze werden ausgedreht, einfach um diese sehr engen Toleranzen für die Steuerlager im Rahmen im Lagersitz einzuhalten. Das heißt, wir haben radial einfach sehr geringe Toleranzen, können da mit einem smart designten Dichtungsring sehr gute Dichtwirkungen erzielen. Der Kompressionsring oben hat eine Dichtlippe, die wir jetzt einfach vergrößert haben. Der Lagersitz aus Titan war jetzt nicht unbedingt günstig, aber ganz klar ist auch, das Rad ist für die Profis gebaut. So, und nicht unbedingt günstig heißt nicht, dass wir es nicht machen, das ist das CFR. Den Lagersitz wird es auch beim SLX geben, das ist dann ein ganz nettes Benefit, aber wir haben gesagt, CFR heißt für uns einfach wirklich Racing und das kommt den Profis, Top-Level kommt den Profis zugute und da darf es auch mal ein Titan-Steuerlagersitz sein. Das bedeutet, das Rad, das der Kunde kauft, ist das gleiche, das Mathieu van der Poel fährt? 100%. Also da machen wir kein Quatsch, keine kleinen Side-Deals, nein. Das, was auf der Website angeboten wird, ist 1:1 das, was im Rennen gefahren wird. Sehr interessant. Gibt es noch was wir jetzt vergessen haben aus deiner Sicht? Was irgendwie, ich meine, du hast sicher noch 1000 Sachen, aber was noch irgendwie wichtig ist? Können lang quatschen. Nee, wir haben, das sind ganz viele Kleinigkeiten, über die wir jetzt nicht gesprochen haben, die es beim näheren Hingucken einfach dann auffallen. Geschlossene Dropouts. Bei Shimano ist der Powermeter-Magnet integriert in den Rahmen. Nichts kann mehr abfallen, sieht einfach super clean aus. Wo sitzt der Akku von Shimano? Der sitzt bei uns nach wie vor im Unterrohr hier und der Powermeter-Magnet ist hier. Man sieht an der Chainsack-Plate so einen kleinen Cutout, sitzt auf der Innenseite vom Rahmen, fällt nicht mehr ab und sieht schön und sauber aus. Sehr schick. Genau, das ist unser neues Aero. Kannst du was sagen zum Feedback von Profis? Es sind ja sicher schon ein paar Jungs damit gefahren. Ja. Was haben die dir für ein Feedback gegeben zu dem Bike? Genau, das Rad ist schon länger bei den Profis. Wir haben es dann, nachdem der ursprüngliche Prototyp in Schwarz bei Mathieu sehr schnell geleakt wurde, haben wir ein bisschen daraus gelernt und haben das Rad in Teamfarben lackiert. Die Testräder für die Profis. Optisch ist der Unterschied ja nicht so riesig. Man sieht es ja nicht auf den ersten Blick, sage ich mal. Wenn es gibt so zwei Sachen. Das Cockpit fällt auf, wenn man hinten auf die Seats der Anbindung guckt. Da haben wir einfach den Kraftverlauf optimiert, dass es hier nicht zu Spannungsspitzen kommt. Hat gar nicht so viel mit Aerodynamik zu tun. Ist auch mehr eine Sache für die Robustheit vom Rahmen? Ja, ist einfach um hier den Komfort noch zu ermöglichen, den wir wollen. Und für die Robustheit. Und das Feedback von den Teams war extrem positiv. Also vor allem unsere größten internen Kritiker, mit denen wir einfach sehr, sehr viel im Austausch sind, Alpecin, die waren
extrem angetan. Also das Rad ist in Zusammenarbeit mit unseren Teams entstanden. Und das ist auch das Schöne, dass sie sehen, dass quasi das, was sie uns aufgeschrieben haben, auch hinterher irgendwie rauskommt. Quasi mit unserem Ansatz und dann auch unserer Art und Weise, das umzusetzen. Aber nee, das ist auf extrem positives Feedback gestoßen. Wenn du sagst, sie sind eure größten Kritiker, und ist es auch ein Vorteil, dass die da sehr drauf detailversessen sind vielleicht oder einen hohen Anspruch an euch 100%, 100%. Das ist ein Riesen-Asset. Also das ist für uns, für mich als Entwickler ist das ein Traum. Man muss mit Kritik umgehen lernen, so, das ist schon, aber ich habe lieber jemanden, der mir sagt, das kann man noch besser machen, das ist noch nicht so ganz gut und hier, das fehlt noch und so, als jemand, der sagt, hey, top, alles perfekt. Nee, weil nur durch Kritik, konstruktive Kritik wirst du besser, ne, und kannst lernen, und wir lernen alle bei uns. Und genau, das ist für uns ein Riesenvorteil, und die Zusammenarbeit mit den Teams ist intensiv und inzwischen auch echt, also es ist gut gewachsen. Okay. Ist das Feedback, das von Profis und von Rennteams kommt, unterscheidet sich das stark von dem Feedback, das ihr von Kunden bekommt? Ihr habt ja sicher als Direktvertrieb auch viel Feedback von Kunden oder direkten Kontakt mit Kunden. Die rufen euch ja sicher an, wenn es Probleme gibt. Ja. Ich meine, was die Top-Profis machen, ist ja ein bisschen ein anderer Sport als das, was wir jetzt betreiben. Ja. Sind die Feedbacks dann auch sehr unterschiedlich, oder ist es dann tatsächlich so, dass letztendlich jede ähnliche Dinge bemängelt oder gerne anders hätte? Gute Frage. Natürlich gibt es Unterschiede. Das Schöne ist, finde ich, dass wenn wir sagen, okay, mit diesem Rad haben wir auch den Mechanikern das Leben einfacher gemacht, machen wir es für uns eben auch einfacher. Ne? Die Verstellbarkeit, die Adaptierbarkeit mit den Aerodrops, was für Rennsituationen einen riesen Vorteil bringt, kommt uns dann aber auch zugute. Wie gesagt, es gibt erstmal jetzt die beiden Drops. Mal schauen, was da noch so kommt. Und das heißt, das Rad ist adaptiv. Das Feedback von Kundenseite geht viel um Sitzposition und Einstellbarkeit und so. Und da haben wir uns größte Mühe gegeben. Genau. Und deswegen gibt es ja auch im Aftermarket diese Aerodrops für die Profis. Und 20 mm Höhenverstellungen, kannst wieder ein bisschen höher. Verlässlichkeit ist super wichtig, gerade für uns als Direktvertreiber. Deswegen aber auch die Schrauben. Also das ist, wo ich sage, extra tiefer Schraubenantrieb, du machst nichts mehr kaputt, weniger Kontakt hinterher mit uns. Also weil du einfach weniger... Ich wollte gerade sagen, ist für euch noch besser als für Standardhersteller, sag ich mal, die Händler, weil Probleme, die nicht auftauchen, müssen nicht gelöst werden. 100%. Und es wird kein Rad zurückgeschickt, deshalb und solche Dinge. Okay. Genau. Sehr cool. Ich finde, das Rad ist gut gelungen, sieht auch optisch schick aus. Danke. Und ja, dann sind wir mal gespannt, wie das Feedback draußen im Markt sein wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Infos. Gerne. Und bis bald. Alles klar, bis dann. Danke und ciao. Tschüss.